Hi, bei mir geht es heute um diesen Adapter hier, und zwar ist es der SLR Magic 1.33x 40 Anamorph Adapter, den ich mir vor um die 1,5 Jahre bis 2 Jahre beim Black Friday für knapp $500 gekauft habe, und warum ich den Kauf nicht bereue, den Adapter aber jetzt nicht unbedingt empfehlen kann, das erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß! Ja, erstmal ganz allgemein, was ist anamorphes Filmen oder was hat es damit auf sich? Das habe ich schon mal in einem anderen Video erklärt, was ihr euch sehr gerne angucken könnt. Habe ich hier euch oben in der Infocard verlinkt. Schaut euch das gerne mal an, dann wisst ihr auch, was es hiermit auf sich hat. Genau, wie gesagt, ich habe den vor knapp 2 Jahren irgendwie gekauft. Da war er relativ günstig in Anführungsstrichen. Für unter $500 habe ich den aus den USA importiert und da habe ich dann halt eben zugeschlagen. Normalerweise kostet der, ich glaube auch aktuell, um die 800 € oder so. Manchmal mehr, manchmal weniger. Und das ist natürlich schon eine Menge Geld für einen solchen Adapter. Bevor ich mit den negativen Sachen anfange, erstmal so ein paar positive Sachen. Also er ist für einen anamorphen Adapter relativ günstig, auch wenn 800 € verdammt viel Geld sind. Es geht fast gar nicht günstiger. Der einzige anamorphe Adapter, der noch günstiger ist, ist der neue Compact anamorphe Adapter von SLR Magic. Der kostet um die 650 €, ist optisch, glaube ich, auch fast genauso gut wie der hier. Das ist so der einzige, der jetzt noch günstiger ist. Ansonsten ist das hier, wie gesagt, einer der günstigsten, die man finden kann. Die nächste Sache, die sehr gut ist, ist die Verarbeitung. Also das Gehäuse ist komplett aus Metall. Hier dieser Fokusring vorne läuft super weich. Also das, was die Verarbeitung angeht, habe ich wirklich gar keine Beanstandungen. Was mir außerdem sehr gut gefällt an diesem Adapter ist, dass hier schon der Rangefinder integriert ist, und der Rangefinder, der hier vorne dran ist mit diesen Zahngrenzen, sorgt dafür, dass wir diesen Adapter als Single-Fokus-Option nutzen können. Normalerweise bei so anamorphen Adaptern ist es so, dass wir den Fokus am anamorphen Adapter und nochmal an dem Objektiv, an dem wir den benutzen, einstellen müssen, und durch diesen Rangefinder hier können wir das Ganze eben mit einer Single-Fokus-Lösung nutzen. Dafür stellen wir das Objektiv, an dem wir das dran schrauben, in dem Fall das Canon 50 mm, auf unendlich, also auf die Schärfeeinstellung unendlich, und dann können wir die Fokuseinstellung nur noch hier vorne mit diesem Adapter hier nutzen. Das ist schon mal eine echt coole Sache. Bei anderen anamorphen Adaptern muss man den Rangefinder eben noch hinzukaufen, und die sind gar nicht so billig. Kleines Problem hierbei ist nur, dass sich die Frontlinse dabei dreht. Das heißt, wenn Leute Polfilter benutzen, können sie das ja eben hiermit nicht wirklich gut machen. Und das andere Problem ist, dass sich hier diese Zahnkranz so ein bisschen nach vorne bewegt. Das heißt, wenn man hier einen Follow-Focus benutzt und von vorne bis hinten durchfokussiert, kann man einen Follow-Focus eigentlich auch nicht mehr so gut nutzen, weil sich die Zahnkränze hier eben zu stark verschieben. Wie benutzt man jetzt diesen Adapter? Also man schraubt diesen Adapter vorne auf ein Objektiv drauf, und die Bedingung ist, dass das Objektiv einen kleineren Frontlinsendurchmesser als 40 mm hat. Deshalb heißt dieser Adapter auch -40 am Ende. Das bezieht sich eben auf den Frontlinsendurchmesser von dem Objektiv, an dem man hier diesen Adapter dran schraubt. Es gibt noch eine andere Version, die hat halt eben den Frontlinsendurchmesser mit 50. Den habe ich jetzt hier aber noch nicht getestet. Es geht wirklich nur um diesen hier mit dem kleinen Durchmesser. Was für Objektive kann man jetzt benutzen? Da gibt es eben nicht so viele leider. Es gibt zum Beispiel dieses Meike 35 mm Objektiv, das hatte ich benutzt. Einige SLR Magic Objektive haben auch so einen kleineren Durchmesser als 40 mm. Und ich habe das jetzt eben auch viel mit dem 50 mm 1.8 STM von Canon getestet. Mit dem funktioniert das auch hier wunderbar. Man schraubt den eben hier vorne dran, und dann hat man hier noch so einen zweiten Ring, mit dem man dann eben dieses Objektiv feststellen kann. Und das ist ganz wichtig, denn dieser Adapter muss richtig ausgerichtet sein, um gut zu funktionieren. Um den richtig auszurichten, habe ich hier oben so einen Strich drauf, und der muss immer nach oben gucken, und dann ist der Adapter auch richtig ausgerichtet. Wenn er nicht ausgerichtet ist, nicht richtig, dann sieht es so aus, also total verzerrt, und das will man natürlich nicht haben. Kommen wir zur Bildqualität, und das ist jetzt so eine Sache, wo der Adapter eben nicht so wirklich gut abschneidet. Ich muss sagen, eben dafür, dass es Low-Budget anamorph ist, ist die Bildqualität ganz okay. Also im Bildzentrum ist die Schärfe wunderbar, aber im Bildrand haben wir dann wirklich extreme Bildfehler, chromatische Aberrationen bis zum geht nicht mehr sozusagen, und sehr starke Unschärfe, auch wenn man das Objektiv sehr stark abblendet. Also offenblendig geht es gar nicht. Das ist aber auch empfohlen, dass man das nicht offenblendig benutzt. Das sieht dann nämlich so aus bei Blende 1.8. Gut oder besser wird es dann bei Blende 4 bis Blende 5,6. Bei Blende 8 ist die Bildqualität sozusagen am besten. Da haben wir dann aber leider nicht mehr so diesen schönen anamorphen, unscharfen Hintergrund mit diesem ovalen Bokeh, sondern halt dann eben wirklich fast das gesamte Bild von vorne bis hinten scharf, und es macht dann auch nicht mehr so viel Sinn. Über die Qualität der Lensflares lässt sich natürlich streiten. Die hängen zum einen so ein bisschen ab davon, was für ein Objektiv man jetzt benutzt. Bei dem Canon 50 mm 1.8 fand ich die Lensflares sehr, sehr angenehm. Die sind aber sehr, sehr farbenfroh bzw. sehr, sehr stark blau. Also es gibt anamorphe Objektive, die haben eher weiße bis relativ neutrale
Lensflares und hier bei diesem Adapter sind die sehr, sehr stark blau. Das heißt, Leute, die irgendwie so im Science-Fiction-Bereich oder sowas unterwegs sind, die werden mit diesem Objektiv schon Spaß haben, was die Lensflares angeht. Für manche Leute sind die Lensflares wahrscheinlich viel zu übertrieben. Muss einfach jeder selbst entscheiden, ob er das mag oder nicht. Der Adapter, und das verrät schon der Name, streckt das Bild eben um 1,33-fach in die Höhe und dann muss man das Ganze noch in der Post-Production auseinanderziehen. Das funktioniert auch super easy mit jedem Schnittprogramm und dann sieht das Bild eben aus, wie es jetzt halt eben so aussieht, wie ihr das jetzt auch hier sehen könnt. Dann komme ich jetzt zum Fazit und ich denke, ihr habt gemerkt, ich bin eben nicht so hundertprozentig zufrieden, was die Bildqualität und so weiter angeht und gerade für 800 €, was der aktuell kostet, würde ich ihn definitiv nicht empfehlen. Ist einfach viel zu viel Geld für zu wenig Bildqualität. Deshalb würde ich euch empfehlen, wenn ihr wirklich Interesse habt am anamorphen Filmen, schaut euch mal den etwas größeren Adapter mit dem 50 mm Frontlinsendurchmesser an. Zum einen könnt ihr den dann eben auch an mehr Objektiven benutzen, also ihr habt eine größere Auswahl an Objektiven und die Bildqualität soll auch viel, viel besser sein. Ich habe euch unten mal so ein paar Videos verlinkt, die mit diesem Adapter aufgenommen worden sind. Ich denke, damit habt ihr dann auch gerade für ernstere Produktionen, sage ich mal, wesentlich bessere Bildqualität. Der hier ist, wenn man den gebraucht vielleicht günstig findet, ein super Einstieg, um damit so Erfahrung zu sammeln, dann kann ich ihn schon bedingt empfehlen, aber ihr dürft jetzt auf keinen Fall super scharfe Bildqualität erwarten. Deshalb würde ich ihn, wie gesagt, eher nicht so empfehlen. Ich hoffe, das Review war hilfreich und hat euch so ein bisschen beim Kauf oder bei der Kaufentscheidung ja, geholfen. Und ja, ich würde jetzt sagen, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.